Heute zeige ich euch meine selbstgemachte Lammsalami. Kräftig im Geschmack, fein gewürzt und fast perfekt gereift. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zur Frage, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Lammhackfleisch 800 Gramm. Dazu Burger Beef 1000 Gramm. Wir tun das heute kuttern, da das Fleisch ja angefroren ist, tue ich das erst noch mal ein bisschen Vormenge. Das ist immer wieder wichtig, das muss ich immer wieder betonen, obwohl das ja beim Kuttern automatisch seine Bindung bekommt. Ich mache es trotzdem ein bisschen, damit es nicht zu brockig ist, weil das ja gefroren war. Das Fleisch muss gut vorgekühlt sein. So, da kommen wir mal zu den Hauptzutaten. Den Rest schreibe ich euch in die Beschreibung rein. Also es kamen 4 Gramm Pfeffer rein, Garam Masala 1,3 Gramm, Paprika scharf 9 Gramm, Starterkulturen 5 Gramm laut Packungsangabe, bisschen Piment, Knoblauchpulver 1 Gramm und Kümmel 1,8 Gramm. Es kam noch Ascorbinsäure rein zur Haltbarkeit und Nitritpökelsalz 0,4%. So wie der Metzger das auch hat. Die Gewürze bezieht sich alles auf die 1800 Gramm. Zum Pökelsalz hatte ich 18 Gramm plus 16 Gramm Meersalz. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nur Pökelsalz nehmen. Also bei mir ist trotzdem auch gut geworden. Ihr wisst, wegen der Haltbarkeit und so weiter. So, jetzt zum Kuttern. Benutze jetzt wieder die Monsieur Cuisine. Da hat normalen 4 Liter Topf, gehen aber nur 3,8 rein. Genau wie beim großen Kutter, du kannst nur 40% kuttern. Also maximal 1,4, 1,5 Kilo geht noch. Eigentlich war das für mich so ein kleiner Test. Ausschlaggebend war damals diese Salami, wo ich auch gekuttert hatte im Mixer. Und die war wunderbar gewesen. Das war eigentlich eine meiner besten Salamis, diese Paprika-Salami. Normalerweise wolfe ich die ja immer, im Metzgerbetrieb wird sowas eigentlich gekuttert. Du hast natürlich eine super Bindung, aber du musst auch aufpassen, dass du das jetzt nicht zu lang laufen lässt. Bei mir war es jetzt halt so, dass man schön die Fettstücke noch gesehen hat. Also hast du noch ein schönes Schnittbild und das hat mir danach gereicht. Ich habe es gar nicht lang laufen gehabt. Da müsst ihr gucken, wie lange ihr das laufen lässt. Da könnt ihr ja oben reingucken oder mal kurz stoppen und aufmachen. Sobald ihr den Deckel umdreht, dann bleibt es sowieso stehen. Also da müsst ihr ein bisschen gucken und dann klappt das. So, mal kurz geguckt. Bindung ist perfekt. Es ist nicht zu fein. Ist einwandfrei. So, ich habe jetzt hier Rinderkranzdarm. Die Größe schreibe ich euch noch in die Beschreibung unten. Die muss man dann auch immer gut wässern und ich habe es dann noch eingelegt mit 10% Salz, also das habe ich vorher schon gemacht und habe das so eine Zeit lang schön wirken gelassen, damit es schön weich wird. Ich habe mir da so ein, muss jetzt wirklich sagen, so ein schlechter Wurstfüller gekauft, der hat nur ein paar Euro gekostet, aber so viel taucht er auch, nämlich gar nichts. Das habe ich probiert, das kannst du vergessen, da kriegst du nichts raus. So, jedenfalls der Wurstfüller ist von Wertes, der ist saugut, muss ich sagen, der ist vor allen Dingen standfest, der bewegt sich nicht, das funktioniert einwandfrei. Und dann ziehen wir die Würste, ziehen wir schön langsam durch und ich tue es dann meine gewünschte Länge abbinden. Allerdings sollen die Salami nicht zu lang sein, weil das wird wirklich richtig schwer und das ist mir auch schon passiert, dann reißen die ab und fallen runter beim Aufhängen. Wichtig ist, dass ihr das schön stramm füllt, damit mir keine Luftlöcher reinkriege. Ich gehe dann immer noch hin und tue es nochmal überall abstippe, ja, und dann sind die schon soweit fertig zum Aufhängen. Also ich sage jetzt mal, da es jetzt die letzte 8 Wochen sehr feucht war, habe ich diese Salami nur 2-mal gesprüht in den 8 Wochen. Das Würstchen war Restbrät, das habe ich mit der Hand drin gedrückt und dann hier die 2 große. So ein Zwischending nach 2,5 Wochen ungefähr haben die schon so ausgesehen. So, die Reifetemperatur, die lag, ich kann es jetzt nicht genau sagen, sage jetzt mal zwischen 10 und 14 Grad, vermute ich jedenfalls mal. Ich habe da gar nicht genau drauf geachtet, so wie die Außentemperaturen waren in letzter Zeit. Es war ja nicht so warm. Ich werde sie dann jetzt auch noch räuchern. Jetzt ist ja das Wetter bombig und das passt gut. Da nehme ich dann 2-mal 12 Stunden, einmal 12 Stunden und dann hänge ich sie über Nacht nochmal rein und dann nächsten Tag werden sie nochmal geräuchert. So, da kommen wir zum Ende. So sehen sie jetzt aus. Die haben jetzt ungefähr 5 Wochen. Das ist jetzt noch eine alte von dem alten Video, könnt ihr sehen. Die habe ich invakuumiert gehabt und die sind einwandfrei noch. Da habe ich gerade jetzt eine gegessen. Sehr lecker. Also das Vakuumieren, das bringt schon was. Das tut sich das alles nochmal
schön verteile. Reife tut sie nimmer, wenn es vakuumiert ist. Die sind wirklich echt gut geworden. Zeige ich euch einmal noch einen kleinen Anschnitt, könnt ihr sehen. Also für einen Hausgebrauch ist es für mich super. Und glaubt mir, ich war schon in verschiedene Geschäfte und habe mal so Salami da probiert und da probiert. Musste dann schon beim Metzger vielleicht was Gutes kriegen, aber sowas, was du hier zu Hause machst, bekommst du nicht. Okay, da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, und da kommen wir rechts zu denen, das sind dann die Lammsalamis. Es ist unser Hauptdarsteller, der habe ich schon angeschnitten und seht ihr, die sind auch ganz gut geworden. Da kann man nichts sagen. Ich habe zwar einen Anschnitt noch gehabt, wo ich gemacht habe, aber ich kann ihn nicht mehr finden. Doch, ist doch nochmal aufgetaucht, jetzt habe ich es. So, dann habe ich einen kleinen Anschnitt gemacht, sind zwar ein paar feine Luftlöcher drin, aber ich verspreche euch, die schmecken wirklich gut. Der Geschmack vom Lamm ist mir jetzt auch nicht zu stark. Es ist schön von der Gewürzmischung alles, also schmeckt wunderbar und ich mache es jederzeit wieder. Ja, dann ich sage einfach mal wieder Tschüss, danke fürs Zusehen, teilt wo ihr teilen könnt, WhatsApp, Instagram, Facebook, wo ihr könnt. Dann ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.